you in this evening time. Es ist eine große Freude für mich, heute Abend mit euch hier zusammen zu sein. Some of you might be knowing me through my book, Vielleicht kennen einige mich durch das Buch, through the testimonies from my brethren. durch die Zeugnisse meiner Brüder. And your youth pastor listened to my Hindi messages. It is a strange thing to him. Und euer Jugendpastor hat schon meine Hindi-Botschaften sich angehört, was für mich ganz komisch so vorkommt. Many of my messages in Tamil and Hindi are in the YouTube. Und viele meiner Botschaften in Tamil und in Hindi, die kann man auf YouTube finden. And the people all over the world listen to that. Und Menschen der ganzen Welt, die hören sich meine Predigten an. At the age of 26, God pushed me from south to north. Als ich 26 Jahre alt war, hat Gott mich geschoben vom Süden in den Norden. And I never wanted to go. Ich wollte nie dahin gehen, But he had a great plan and love for the people over there. aber er hatte eine große Liebe und einen Plan für die Menschen dort. Even though it was not an easy place to live with, but God had a great plan for those people. That's why he pushed me. Und wenn es dort auch nicht einfach zu leben ist, aber Gott hat einen großen Plan für die Menschen dort im Norden. Deswegen hat er mich dorthin geschoben. I was all alone, Ich war alleine. not knowing the language, Ich kannte die Sprache nicht. not knowing how to do the evangelism in a cross-cultural way. Ich wusste nicht, wie man evangelisiert in interkulturellen Weise. Because of his love for the people, Aber weil er die Leute liebte, he taught me the language. hat er mir die Sprache beigebracht. You know, I would like to share a small experience which I had to learn Hindi. Und ich möchte euch eine kleine Erfahrung weitergeben, wie ich Hindi gelernt habe. I tried hard 8 hours a day, Ich habe 8 Stunden lang ganz stark gelernt, but my tongue was not cooperating with me. aber meine Zunge ist mir nicht gefolgt. In Hindi, if you spell a little different, it gives a different meaning. Und in Hindi ist es so, wenn man das Wort ein bisschen anders buchstabiert, kommt gleich eine ganz andere Bedeutung daraus. So the teacher who taught me was mad. Und dieser Lehrer, der mich belehrt hat, er ist fast verrückt geworden, And almost she gave up. hat fast aufgegeben. I tried for 5 months, Ich habe 5 Monate lang probiert and it was very difficult for me. und das war so schwer für mich. So one night I packed my things. Und eines Abends habe ich einfach meine Sachen gepackt I said the Lord, und ich sagte zu dem Herrn, hey, you have given language to the cinema stars. I want to preach the good news. Why don't you give me the language? und ich sagte, Herr, du hast es geschenkt, dass diese Fernsehstars, dass die Sprache gut aussprechen können. Warum schenkst du es nicht mir? And that night I heard a voice. Und in der Nacht hörte ich eine Stimme. It's for your good. Das ist gerade zu deinem Besten. I slept. Und dann schlief ich Morning I began to preach in good Hindi. und am nächsten Morgen habe ich in einem guten Hindi So gepredigt. he gave me the language. Und so hat er mir die Sprache geschenkt. Anyway, for the past 47 years, he is a faithful God, walking with me, talking with me, taking me to different places so that I could reach people. Ja, und seit 47 Jahren war der Herr treu. Er hat zu mir gesprochen, er hat mich genommen, er hat mich geführt zu den Menschen. I want to bring one important truth today. Ich möchte eine wichtige Wahrheit euch mitgeben. If you understand that, you can make a difference here in Germany. Und wenn ihr das versteht, könnt ihr hier einen Unterschied machen. You can make a difference in the whole world. Und in der ganzen Welt könnt ihr einen besonderen Einfluss hineingeben. I'm going to show from the Word of God a small group of insignificant people Ich zeige euch aus dem Wort Gottes eine Gruppe von unbedeutenden Menschen. Their names are not mentioned in the Bible, Und ihre Namen werden noch nicht mal in der Bibel genannt. but they made a big difference in the szenario. Aber sie haben damals einen großen Unterschied gemacht. In order to understand what I wanted to say, Und dass ihr das besser versteht, I would like to tell you an interesting incident which took place in Bihar. möchte ich heute ein Ereignis weitergeben, was in Bihar passiert ist. There was a man in North Bihar. Da gab es einen Mann in Nordbihar He was belonging to a rich family. und er gehörte zu einer reichen Familie. They had a lot of lands. Sie hatten viel Land, viel Land zum Pflanzen. One of his brother was a doctor.
Ja, und einer seiner Brüder war Arzt, Another was a professor. ein anderer war ein Professor. But these people made their younger brother as a farmer. Aber den jüngsten Bruder haben sie dann so als Bauer gemacht. But after some time, Aber nach einer Zeit he developed some strange diseases. ist er krank geworden, hat eine Krankheit bekommen. He developed leprosy. Er hat Lepra bekommen, Aussatz. His fingers were eaten up. Die Finger wurden aufgefressen. Ears were eaten up. Die Ohren wurden aufgefressen. Some part of the nose was eaten up. Ein Teil der Nase ist weggefault. And his liver was not functioning. Die Leber funktionierte nicht mehr. And his lungs were not functioning. Seine Lungen funktionierten nicht mehr. And he had a heart problem. Und hat auch ein Herzproblem. He had kidney problem. Und auch Nierenprobleme. So the family took him to a university hospital. Und so hat die Familie ihn dann in das Krankenhaus, Universitätskrankenhaus He genommen. was in a very bad shape. Und es sah mit ihm sehr schlecht aus. His brother being a doctor, through his influence, many doctors attended him. Und weil sein Bruder ein Arzt war, haben viele Doktoren sich um ihn Sorgen gemacht und haben ihn besorgt. He was in the hospital for a few months. Und er war ein paar Monate lang im Krankenhaus. But his condition was getting worse after worse. Aber es ging ihm schlechter und schlechter. Then one day the doctor said, Und eines Tages sagte der Arzt, he's going to die today. er wird heute sterben. Take him home. Nimmt ihn einfach nach Hause. So the brothers took him to the village. Und so haben die Brüder ihn ins Dorf mitgenommen. He had a very feeble life there, that's all. Ja, er hatte nur noch ein ganz wenig Lebenszeichen. So one brother went to arrange for the cremation of the body. Und ein Bruder ist dann schon losgegangen, damit sein Körper verbrannt wird, das alles vorzubereiten. Another brother went to buy new clothes. Und ein anderer ist gegangen, um neue Kleidung zu kaufen. And he was laid down in his room. Und man hat ihn in sein Zimmer hingelegt. And after some time, Und nach einer Zeit, there was a transistor radio. sie hatten dann so ein Transistorradio. The electricity came just like that because it is Bihar, it goes and comes. Und dann kam der Strom. In Bihar ist es so, der Strom kommt und geht, von immer es so kommt. When the electricity came, Und so war der Strom plötzlich da. somebody switched on the radio earlier. Und jemand hat das Radio einfach früher angeschaltet. So it began to give a message. Und so kam gleich eine Botschaft It was daraus. so happened, it was a Christian message. Und es passierte so, dass es eine christliche Botschaft war. One preacher was talking about Lazarus' story. Und ein Prediger sprach über die Lazarus-Geschichte. And this man, his name is Noel Kishore. Und dieser Mann, Noel Kishore, Noel Kishore was listening to that because he could listen to that. und er hat dem zugehört, weil er noch zuhören konnte. When that preacher said Jesus came and gave life to Lazarus, Und als er sagte, Jesus kam und brachte Lazarus zum Leben, he was thinking, who is this Jesus? dann hat er angefangen darüber nachzudenken, wer ist denn dieser Jesus? Already India has got 330 million gods. Die Inder, die haben ja schon 330 Millionen Götter. Why they introduce another God? Warum stellen sie hier einen anderen Gott nochmal vor? But the preacher was very strongly saying, he is the only God. Aber der Prediger sagte ganz deutlich, er ist der wahre Gott. He gives life. Er gibt Leben. The dead body of Lazarus was in the tomb. Der tote Körper von Lazarus war schon da in der Gruft. Jesus said, Lazarus, come out. Und Jesus sagte, Lazarus, komm raus. And he came to life. Und er ist lebendig geworden. He was listening to that. Und er hörte das so And he thought, und dachte, if that Jesus would come to my room, what would happen to me? wenn dieser Jesus zu mir ins Zimmer kommen würde, was würde dann passieren? The preacher said, Und der Prediger sagte, if you believe Jesus, wenn du Jesus glaubst, he can also raise you. dann kann er auch dich, He can also deliver you. er kann dich befreien, er kann dich zum Leben erwecken. Call the name of Jesus. Und das ist alles im Namen Jesu. He thought, shall I call Jesus? Und dann dachte er darüber nach, soll ich Jesus anrufen? He made a very feeble prayer. Und der hat ein ganz schwaches Gebet gesprochen. Jesus, I don't know who you are.
Jesus, ich kenne dich nicht. But if you are a real God, Aber wenn du ein wahrer Gott bist, give me life. gebe mir Leben. All of a sudden he felt some power. Und auf einmal fühlte er eine Kraft. And he could see something happening inside. Und er konnte sehen, dass da was im Inneren passiert. He stood up, Er ist came aufgestanden, out of the room. kam aus dem Zimmer. His wife thought this is a ghost, so she ran away. Die Frau, die dachte, dass es ein Geist wäre, und sie lief einfach weg. She ran to the 4th street. Sie ist dann 4 Straßen weitergelaufen. And he said, I'm alive, I'm alive. Und er sagte, ich bin am Leben, ich bin am Leben. And the heart became all right. Das Herz wurde gesund, Lungs become all right. die Lungen wurden ganz Kidney became all normal, right. die Nieren. But he was having that leprosy. Aber er hatte immer noch Lepra. The whole village turned up. Das ganze Dorf ist A zusammengekommen. doctor gave up this case and now he is alive. Die Ärzte haben ihn aufgegeben und jetzt lebt er. On seeing him, Und als sie ihn gesehen one haben, man said, why don't you go to the Christian hospital which was 200 kilometers away? da sagte jemand, warum nimmt er nicht zu einem christlichen Krankenhaus, das ist 200 Kilometer von hier entfernt. They are having a leprosy hospital. Sie haben ein Krankenhaus für Lepra-Patienten. Somehow he went there. Und irgendwie ist er dahin gekommen. He was in the bed. Und er war im Bett. Again, a message from the chapel was transmitted to the wards. Und wieder wurde eine Botschaft aus der Kapelle übertragen in die einzelnen Stationen. He asked his neighbor, what is happening? Und er fragte seinen Nachbarn, was passiert da? The neighbor said, there is a chapel here. They're having the prayer meeting every day. Und er sagt, da gibt es eine Kapelle hier und sie haben jeden Tag Gebetsversammlungen. The next day he attended the prayer meeting. Und am nächsten Tag war er bei der Gebetsversammlung mit dabei. There, the preacher was talking about the wages of sin is death. Und da hat der Prediger gesagt, der Verdienst der Sünde ist der Tod. And he was talking about the seriousness of sin. Und er hat darüber gesprochen, wie seriös doch die Sünde ist. Naval Kishore came in. Und der Kishore kam da rein He wept very loudly. und hat ganz laut geweint. Every sin of him came before him. Jede Sünde von ihm kam ihm vor die Augen. It was late night by 10 o'clock. Es war schon spät abends um 10 Uhr. He was crying and confessing all his sins. Und er weinte und bekannte all die Sünden. And all of a sudden, Und auf einmal Jesus appeared before him. He said, you are healed now. ist Jesus bei ihm erschienen und sagte ihm, du bist geheilt. His leprosy also vanished now. Das Lepra ist verschwunden. And he went to the pastor Er ist zum Pastor gegangen and he asked for a Bible. und er fragte nach einer Bibel. The pastor said, I cannot give you. Und er sagte, ich kann dir aber keine Bibel geben. You are a Hindu man. Du bist doch ein Hindu. You will make a case against me. Du wirst dann mich verklagen. The pastor was so afraid to give a Bible. Der Pastor hatte Angst, ihm eine Bibel zu geben. He came out Er ist rausgekommen. and once he was in a marketplace. Und dann war er auf dem Marktplatz. And there some people were singing and selling Bibles. Und da haben Leute gesungen und haben auch Bibeln verkauft. He went and bought a Bible, Er ist dann dahin, hat sich eine Bibel gekauft began to read himself. und hat selber angefangen zu lesen. But nobody to talk about him and how to be a good Christian. Aber keiner sprach mit ihm und sagte ihm, wie man ein guter Christ sein kann. He came in contact with our missionaries. Und dann kam er in Kontakt mit unseren Now Missionaren. you can see him healed and leading a good Christian life. Und heute könnt ihr ihn sehen, geheilt und ein gutes christliches Leben führen. I want to tell you Und ich sage euch, how God used different people in different occasions to bring one soul because God loves everybody. und ich möchte euch sagen, wie Gott verschiedene Leute gebrauchten, um diesen einen Menschen dahin zu bringen. Wegen dieser einen Seele, weil Gott liebt jeden Einzelnen. The radio preacher Der Prediger vom Radio brought the healing. hat Heilung ihm gebracht. The leprosy hospital Das Lepra-Krankenhaus brought him deliverance from sin. hat ihm Befreiung von der Sünde gebracht. And the operation mobilization team Und das OM-Team gave the Bible. haben ihm die Bibel gegeben. Our people made him a Christian. Und unsere Leute haben ihn dann zu einem richtigen Christen gemacht. Why I'm sharing this? Und warum teile ich Just mit for euch one dieses? soul, God used different people in a different level. Für diese eine Seele hat Gott verschiedene Menschen gebraucht
in verschiedenen Bereichen. If you ask that naval officer, what are the names of those people? Und wenn du jetzt diesen Mann fragst, was sind die Namen der verschiedenen He Leute? said, I don't know. Er würde sagen, I don't ich know. weiß es nicht. But I'm saved because of Jesus Christ. Aber ich bin gerettet durch Jesus Christus. That is the same way I want to show you 3 important groups from the Bible. Und so möchte ich euch 3 wichtige Gruppen in der Bibel zeigen. If you turn with me the 2nd chapter of Mark, Zunächst einmal Markus Kapitel 2. you can come across a very great, important lesson. Und da werdet ihr eine ganz wichtige Lektion lernen. If you read verses 1 to 12, Wenn du die Verse 1 bis 12 liest, you can see the healing of a paralytic man who was always received salvation. hier werdet ihr lesen von einem Gelähmten, der geheilt worden ist. And I want to explain how it happened. Und ich möchte euch einfach zeigen, wie es passiert ist. If you read the first verse, Wenn ihr im ersten Vers liest, Mark 2nd chapter verse 1. also Markus Kapitel 2, Vers 1. Again Jesus entered Capernaum after some days. Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hinein. I want to explain why Jesus came again. Und ich möchte auch erklären, warum Jesus wiedergekommen ist. If you read the first chapter, Wenn ihr das erste Kapitel liest, he was already there in Capernaum. da war er doch schon dort in der Kapernaum. If you read the 21st verse of the first chapter, Und in Kapitel 1, Vers 21, Jesus along with the disciple went into Capernaum. da ist Jesus mit seinen Jüngern nach Kapernaum hineingegangen. And 33rd verse says, Und Vers 33 sagt, the whole city was gathered together to listen to him. dass die ganze Stadt zusammen versammelt war, um ihn zu hören. And 34th verse said, Jesus healed everyone. Und in Vers 34, dann liest er, dass Jesus jeden heilte. There was a great joy in Capernaum. Es gab dort eine große Freude in Kapernaum. Everybody heard the good news. Und jeder hörte die frohe Botschaft. Everybody heard the preaching of Jesus Christ. Jeder hörte die Verkündigung von Jesus Christus. Every sick people were touched by the power of God. Und alle Kranken, die wurden angerührt durch die Kraft Gottes. But my Bible says, Aber meine Bibel sagt in the 35th chapter, verse, im Vers 35, early in the morning Jesus left that place. und frühmorgens ging er weg von dem Platz. Even when it was dawn, Jesus left that place. Doch als es dunkel war, als diese Dämmerung da anfang, hat er den Platz verlassen. People came in search of Jesus. Und die Leute kamen und haben Jesus gesucht. He was not there. Aber er war nicht mehr da. And disciples were also so amazed, where is Jesus? Und selbst die Jünger, die fragten sich, wo ist denn Jesus? And at last they found Jesus. Und zum Schluss haben sie Jesus gefunden. When they searched him, they found him. Sie haben ihn gesucht, sie haben ihn gefunden. Let me read 37 and 38. Und 37 und 38. When the disciples found him, they said to him, everyone is looking for you. 37. Ja, I'm just trying to find where the beginning. 37. Ja, Okay. 37, ja. Eilten ihm nach und sie fanden ihn und sagten zu ihm, alle suchen dich. But the reply Jesus gave was in 38. Aber die Antwort, die Jesus gibt, ist in Vers 38. Jesus said to them, let us go into the next towns that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. Und er sprach zu ihnen, lasst uns anderswohin in die benachrichtigten Märkte, Marktflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Jesus said, because I want to preach in other towns and our villages, I came out. Weil ich in anderen Plätzen, anderen Dörfern predigen will, deswegen bin ich rausgekommen. I have preached to those people. Ich habe jetzt zu den Leuten schon I have gepredigt. healed them. Ich habe sie geheilt. I have to go further. Und jetzt muss ich weitergehen. But Bible says Aber die Bibel sagt, he came again dass er wiederkam. after some time. Nach einer Zeit. You picturize the whole thing in your mind. Und stellt euch das alles so in euren Köpfen vor. On hearing that, the whole town wanted to hear him again.
Weil sie das hörten, wollte auf einmal die ganze Stadt ihn hören. The whole town was gathering in that house. Und die ganze Stadt versammelte sich jetzt in diesem Haus. But only 4 people were walking in the opposite direction. Aber 4 Leute sind genau in die Gegenrichtung gegangen. Just 4 people. 4 Leute. The rest of the crowd was going towards the house where Jesus was. Und der Rest der Leute, die sind alle in das Haus gegangen, da wo Jesus war. But these 4 people are walking just in the opposite direction. Aber diese 4 Leute, die sind genau in die andere Richtung gegangen. If you ask them, where are you going? Wohin geht er? Sie fragen, wohin geht er denn? They would say, Sie würden dann sagen, one man missed the message when Jesus came last time. da gab es einen Mann, der diese Botschaft nicht gehört hat, als Jesus das letzte Mal gesprochen hat. He was forgotten. Man hatte ihn einfach vergessen. People never remember him. Man hat an ihn einfach nicht gedacht. He needs extraordinary help to come to Jesus. Er braucht besondere Hilfe, um zu Jesus zu kommen. Everybody was satisfied with their blessings. Jeder war zufrieden mit seiner Segnung. Now the same crowd comes to receive more blessing, more blessing, more blessing. Und jetzt kommt die gleiche Volksmenge zusammen, um noch mehr und noch mehr Segen zu empfangen. The people already received the touch of Jesus, wanted more touches of Jesus. Und Leute, die schon die Berührung Jesu erfahren haben, die wollten noch mehr berührt werden But von they Jesus. forgot that one neglected person. Aber den einen haben sie vergessen, der dort, He is the most needy man. und er ist die Person, die am meisten Not hat. He needs Jesus more than anyone else in the crowd. Und er braucht Jesus mehr als jeder Einzelne in der ganzen Volksmenge. So we are going to bring him. Und wir sind unterwegs, um ihn zu bringen. Friends, this town needs people like that. Und Leute, diese Stadt braucht Leute so wie diese. Every time we come, we receive, we need the touch of God. We want to have the blessings of the Lord. Jedes Mal kommen wir zusammen, wir kriegen die Segnungen Gottes und wir möchten, dass Gott uns berührt. But we need people, those who are having different attitude. Aber wir brauchen Leute, die anders gesinnt sind. There are people bound. Es gibt Leute, die gebunden sind. They cannot come on their own. Sie können nicht alleine kommen. Sin has paralyzed them. Die Sünde hat sie lahm gemacht. They cannot come Sie können nicht kommen. unless somebody go and bring them. It is impossible for those people to come. Und es sei denn, dass jemand hingeht und sie dabei herbeibringt, sie können alleine nicht kommen. Many times we pray for people. Wir beten sehr oft für Menschen. T.L. Osborne in his book has written, T.L. Osborne. T.L. Osborne, Who is that? a preacher in America. Er ist ein Prediger aus Amerika. He was a famous preacher. Er war ein bekannter Prediger. He has written out of the century. Und er hat geschrieben aus dem Jahrhundert raus. He was preaching to some 35 ladies. Und er hat zu 35 Frauen gepredigt. At the end of the meeting, the ladies came to him. Und nach der Versammlung kamen die Frauen zu ihm. And they said, preacher, can you pray for the prostitutes living on the other side of the road? Und die haben dann zu ihm gesagt, Prediger, kannst du für die Prostituierten beten, die dort auf der anderen Straßenseite leben? T.L. Osborne asked them. Und dieser T.L. Osborne, der sagte, And how long you are praying? wie lange betet ihr denn schon? We are praying for 13 years. Seit 13 Jahren beten wir. 13 years we are praying. Seit 13 Jahren beten wir. Osborne asked these ladies. Und Osborne, der fragt diese Frauen, Did anyone went there to tell Jesus loves her? ist denn schon einer dahin gegangen und hat es den Frauen gesagt, dass Jesus sie liebt? They said, no, we will not go there. Nein, da gehen wir doch nicht hin. Many times we also think they are hard people. Und wir denken auch sehr oft, das sind harte Menschen. It is not my duty to go. Es ist doch nicht meine Verantwortung, dorthin zu They will gehen. not listen. Die werden doch auch gar nicht zuhören. No, sir, no. Nein, Herr. This man was helpless. Dieser Mann, der hatte keine Hilfe. This man was totally forgotten by the previous crowd. Und dieser Mann wurde vergessen von der Volksmenge vorher. For these 4 people, Aber diese 4 we will Menschen, bring him to Jesus. ja, wir bringen ihn zu We will Jesus. bring him to Jesus. Wir bringen ihn zu Jesus. They lifted the cot. Und sie haben dieses Tuch They hochgehoben, came to the house. sind zu dem Haus The gekommen. house was packed with people.
Ja, und das ganze Haus war ja voller The Menschen. door was blocked by people. Die Tür war mit Menschen so blockiert. The windows are blocked by people. Die Fenster waren blockiert von They Menschen. went and asked, Und die sind hingegangen. this man needs Jesus more than you. Ey, dieser Mann, der braucht Jesus mehr als ihr. Please give away. Gebt uns doch mal einen Weg, dass wir I need durchkommen. more blessings. Ich brauche doch mehr I need more Segen. blessings. Ich brauche mehr Segen. Is it not your attitude now? Many times. Ist das nicht so, wie du auch oft bist? Is it not our attitude now? Ist es nicht so, wie wir jetzt vielleicht sind? We don't allow others to listen to. Wir hindern anderen, dass sie hören können. These fellows were pleading. Und diese Männer, die baten. We are not asking for ourselves. Wir bitten doch nicht um uns. This man Hier, dieser Mann, needs the touch of Jesus. er muss von Jesus berührt werden. But not a single soul listened to that. Aber keiner hörte ihm zu. It's because Und das, they want more blessings, more healings, more touch of God, more scriptures. weil sie mehr Segen haben wollen, mehr Berührung von ihm haben wollen, mehr Heilung haben wollen, mehr von der Schrift haben wollen. I've been to many churches and that is a condition of many, many churches. Und ich bin zu vielen Gemeinden schon gerufen worden. Und so sind viele Gemeinden. Let these 4 people challenge you. Und mögen doch diese 4 Menschen dich herausfordern. They were not exhausted. Die haben dich dann nicht so zufrieden gegeben. Decided in their heart. Sie haben eine Entscheidung im Herzen getroffen. Somehow we will make him to meet Jesus. Wir werden es irgendwie hinkriegen, dass dieser Mann Jesus treffen wird. You know the story. Und ihr kennt die Geschichte. They opened the rooftop. Sie haben das Dach They aufgerissen. never bothered who will attack them. Und sie haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wer sie vielleicht nachher angreifen würde. Just imagine. Und stellt euch einfach nur mal vor. Opening the rooftop is easier. Es ist einfach, das Dach zu öffnen. How they lifted this man to the top of the roof. Aber wir haben diesen Mann nach oben gehoben. I'm trying to imagine. Und ich versuche es mir vorzustellen. They put him in a bed sheet Sie haben ihn in einen Bettlaken gelegt. and 2 people were on the top 2 Leute waren oben, and 2 people in the bottom. 2 unten. Slowly lift them up. Sie haben ihn langsam hochgehoben. Today, Brother Walter took us to that great Tower. lift tower. Ja, heute hat Walter uns zu diesem den Krupp, ThyssenKrupp-Turm genommen. In 30 seconds, you can go to 245 meters. In 30 Sekunden kann man da 246 Meter hochfahren. But here, there is no lift there. Aber da gab es keinen Aufzug. And we were traveling, Wir sind gefahren, well protected, sehr gut beschützt. security guards everywhere. Überall war da Security. But just think how these 4 people lifted this guy to the top. Aber denkt darüber nach, wir haben diese 4 Menschen, diesen Lahmen hochgehoben. If one man would have failed, Und wenn einer versagt hätte, the condition of the paralytic man will be more worst. wäre die Situation des Lahmen noch schlimmer. He will cry, "Hey, you made me worst." Er würde dann schreien, oh, ihr habt mich noch mehr verletzt. In order to bring the lost souls today, we need people to pray. Um die verlorenen Seelen heute zu bringen, brauchen wir Leute, die beten. People, those who are available physically, Und Leute, die einfach da sind. people who could come together so that they can coordinate, Leute, die zusammenkommen, damit sie koordinieren können. and those who are willing to uphold. Und Leute, die bereit sind, ja, zu halten, If a aufzuhalten. If a nicht team aufhalten, of zu halten. people with that attitude join together, Wenn ein Team, die so eingestellt sind, sich zusammentun, the needy, neglected people will be brought to the Lord. dann werden die Leute, die Nöte haben, die vergessen worden sind, die werden zum Herrn gebracht My Bible werden. says, Und meine Bibel, die sagt, on seeing these 4 people's faith,
Und als Jesus den Glauben dieser 4 Menschen gesehen hat, Jesus said, I am forgiving you your sins. sagte Jesus, ich vergebe dir die Sünden. If you gather together in faith, Wenn ihr euch im Glauben versammelt, willing to work with harmony, in Harmonie zusammenzuarbeiten, we can bring the dying world to the Lord. können wir die sterbende Welt zum Herrn führen. We need people, those who are really praying. Wir brauchen Leute, die wirklich beten. That is the work of the people, those who are above 80. Und das sind die Leute, die über 80 sind. Because they cannot do anything else. Sie können nichts anderes tun. We need people, those who spend their money. Wir brauchen Leute, die ihr Geld geben. That is possible with people, those who are having money. Und das können nur Leute machen, die Geld haben. We need people, those who are really putting all their efforts, physical efforts, Und wir brauchen Leute, die ihre physische Kraft hineingeben. coming together, working in harmony, can Zusammenkommen, save zusammenarbeiten. needy world Und wir outside. können die Welt, die bedürftig ist, draußen retten. It may be in India, Und das kann in Indien it sein, may be in Germany. das kann in Deutschland sein. Anywhere the same condition, same principle works. Und überall sind das die gleichen Konditionen, die gleichen Prinzipien. Many times I am mad with this passage. Und ab und zu, hier mache ich mir wirklich Gedanken über diese You Schriftstelle. may ask why. Warum? The Holy Spirit recorded the name of a beggar, Bartholomew, son of Timaeus, all these things. Why he didn't record the names of these 4 people? Und der Heilige Geist, der hat den Namen von einigen Bettlern genannt, Bartholomäus und was weiß ich. Aber warum sind nicht die Namen dieser 4 Männer hier genannt? They were not looking for name or fame. Sie haben sich nicht um ihren Namen und um Berühmtheit gekümmert. They never bothered about their name. Es war ihnen egal, welche Namen sie haben. They want to extend their help for a needy one, neglected one. Sie wollten einfach nur ihre Hilfe diesem Bedürftigen anbieten. If you and I come like that, Und wenn du und ich so kommen, the needy people, those who are in the darkness, dann sind die Leute, die in der Finsternis sind, and they may be brought. die werden dann hineingebracht. It is possible. Und ja, es ist The möglich. gospel has got the power to save people. Das Evangelium hat die Kraft, Menschen zu retten. The name of the Lord can deliver people. Der Name des Herrn kann Menschen befreien. An unknown man like Kishore, he could hear the voice of God. Und dieser Mann, Kishore, er hat die Stimme Gottes gehört. If you come to that village, there is a church today. Wenn ihr dort in das Dorf kommt, ist da heute eine Gemeinde. One man became a reason for bringing a church and a school there. Ein Mann ist der Grund geworden, dass da eine Gemeinde entstanden ist und eine Schule. We have a daycare center there. Wir haben eine Tagesschule dort. Why I am sharing this? Und warum teile ich das mit euch? Come on, let us raise up in faith and join together and do something. Lasst uns zusammen im Glauben aufstehen und zusammentun, um etwas zu erreichen. In the same way, I want to bring another 4 people. Ich möchte euch weitere 4 Menschen vor Augen stellen. Turn with me to 2 Kings, Und wir gehen in 2. Könige 7th chapter. und Kapitel 7. Here also another 4 people. Und auch hier sind 4 Leute. They were lepers. Und sie waren auch Leute, die aussätzig waren. There was no food in the city. Und in der Stadt gab es kein Essen mehr. The Syrian army sieged against Samaria. Und die syrische Armee hat sich gegen Samarien So versammelt. inside people are hungry. Und in der Stadt selber waren die Leute hungrig. And the king didn't know what to do. Und der König wusste nicht, was er noch tun kann. And even people started eating their own children. Und es ist so weit gekommen, dass die Menschen ihre eigenen Kinder gegessen One haben. day the king was walking. Und eines Tages ist der König gegangen. One lady cried, Und eine Frau, die schrie, "Hey king, listen. König, hör mir doch bitte zu. Yesterday we cooked our son Gestern haben wir unseren Sohn gekocht. and we ate. Wir haben ihn gegessen. Today it is her turn. Und jetzt ist diese Frau dran. She is hiding. Und sie versteckt ihr Kind. Come on, king, do justice." Oh König, mache doch jetzt Gerechtigkeit. The king was mad.
Und der König, He tore his clothes. der hat seine Kleider zerrissen. He sent a man to the prophet Elisha. Und hat jemanden zum Propheten Elisa geschickt. Elisha said, tomorrow you will see the miracle. Und Elisa sagte, morgen werdet ihr das Wunder Gottes sehen. In the night there was a miracle. Und in der Nacht, da gab es ein Wunder. A night is sufficient for God to work. Eine Nacht ist für Gott genug, um dort zu A wirken. night is sufficient to turn the table. Und eine Nacht ist genug, um alles One herumzudrehen. night is sufficient for God to change the whole scenario. Eine Nacht ist genug, um das ganze Szenario zu verändern. And the Syrian army left. Und die syrische Armee, die ist verschwunden. There was food, Da war genug Speise. gold and silver. Da war Gold und Silber. So 4 lepers Aber vier Aussätzige, began to speak themselves. die haben miteinander gesprochen. Hey, nobody is caring for us Keiner sorgt sich um uns, because they are helpless. weil auch sie keine They Hilfe don't haben. have food. Sie haben dort in der Stadt auch kein Essen. Even if they have food, they were treating us like dogs. Und wenn sie auch Essen hätten, sie hätten uns so wie Hunde They behandelt. never come to us. Sie wären niemals zu uns They threw gekommen. the food. Sie haben das Essen höchstens hingeworfen. But still, Aber let us go to the enemy camp. lasst uns doch in das Lager der Feinde gehen. When they went to the enemy camp, Und als sie dann in das Lager der Feinde there was gingen, plenty of food, da haben sie das ganze Essen dort gesehen. silver and gold. Sie haben Silber und Gold They gesehen. ran and picked the silver. Und sind gelaufen, haben sich das Silber genommen, They collected the gold. haben das Gold aufgelesen. They ate the food. Sie haben es gegessen. All of a sudden, Aber auf einmal they said one thing. haben sie eine Sache gesagt. Let me read the 9th verse. In Chapter 7. 7. In Kapitel 7, Vers 2 9. Kings 7, Also chapter 2. verse 9. Könige 7, Vers 9. They said to one another, Dann sagten sie einer zum anderen, we are not doing right. wir tun nicht recht. This is the day of good news. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. And if we remain silent, Schweigen wir aber if we wait until morning, und warten, bis der Morgen hell wird, some punishment will come upon us. so wird uns Schuld treffen. Now therefore, Und nun kommt come, let us go and tell the king's household. und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. Again, I just try to picturize the whole thing. Und wiederum stelle ich mir das vor. It was dark time, night time. Es war noch Nacht, es war noch dunkel. The soldiers from the fort must be looking for any movement of the enemy. Und von oben, von der Mauer, schauen die Soldaten, ob sich ein Feind irgendwo But bewegt. they're willing to dare their life. Aber sie waren bereit, ihr Leben zu riskieren. We must go now. Wir müssen jetzt gehen. We cannot delay. Wir können nicht lange verzögern, Because weil we don't know how long the blessing will be there. wir wissen doch gar nicht, wie lange dieser Segen da sein wird. My people are in hungry. Und meine Leute, sie hungern My people are in need. und sie haben eine große Not. And there is plenty here. Und da ist doch so viel. I must go and tell. Ich muss gehen und ich muss es berichten. Number 2. Punkt 2. If I were there, Wenn ich da gewesen I wäre, would say, I will take care of the thing. You fellows go. ich werde für mich alles nehmen und ihr sollt verschwinden. I will take care of the gold and silver and the food, and you go and tell it is available. Ich nehme mir Gold und Silber und Essen und ihr andere, ihr geht und sagt das den But anderen. my Bible says, Aber meine Bibel, die sagt, all the 4 went dass alle 4 gegangen sind, because they said, we are not doing good. weil sie sich sagten, wir tun nicht It's recht. a day of proclamation. Es ist ein Tag der Verkündigung. It is a time to talk about Jesus everywhere. Es ist die Zeit, über Jesus zu sprechen, und zwar Our überall. people must listen to that. Und unsere Leute, sie sollten dem zuhören. Somebody will listen to us. Und jemand wird auf uns hören. Somebody will be in need of us. Jemand wird seine Not erkennen. In India, In Indien, there is a lot of caste system. da ist ja dieses Kastensystem. The lowest caste is called Doom.
die kleinste, Dom, die Dom. unterste Kaste, die heißt Dom. And that fellow keeps some fire in Ganges. Und diese sind dabei, Feuer im Gange zu halten. If you go to Varanasi, Wenn ihr nach Varanasi mal fahren solltet, people, high caste people bring the body, dead body there. dann bringen diese hochkastigen Menschen ihre toten Leute, die gestorben sind, die bringen sie dahin. Before cremation, they will go and touch the feet of this lowest caste man and ask for fire. Und die müssen dann aber, bevor sie den Körper verbrennen, müssen sie hingehen und diese niedrigkastigen Leute ihre Füße berühren und von ihnen das Feuer In bekommen. the social order, they are untouched. Im sozialen Untouchable. Gebinde sind sie die Unberührbaren. But cremate the body, they need a fire from them. Aber um den Körper zu verbrennen, brauchen sie von diesen Menschen das Feuer. If these 4 lepers would have thought like that, Wenn diese diese 4 Aussätzigen so gedacht we will hätten, collect all the food, all the silver, sit on that, come and touch our feet, then we will give. und wenn diese auch gedacht hätten, ja, wir sammeln das ganze Gold, das ganze Silber, das ganze Essen ein und ja, wenn die kommen und unsere Füße berühren, dann geben wir ihnen Even the was. king has to come and touch our feet. Oh, sogar der König muss kommen und unsere Füße berühren. We will take vengeance. They were treating us like dogs. Now we will take. It is our turn now. Wir werden jetzt Rache an ihnen nehmen. Die haben uns wie, was weiß ich, Hunde behandelt. Jetzt werden wir uns Rache dafür nehmen. But the love and the burden for their people. Aber diese Last und diese Liebe zu den Menschen, They were not treating us properly. die haben uns nicht richtig behandelt. Exactly like us, they are also in need. Aber genauso wie wir haben sie eine große Not. It is time for us to go and help them. Und es ist Zeit für uns hinzugehen und ihnen zu helfen. They all worked together. Sie sind alle zusammengegangen. And the whole scenario changed. Und die ganze Sache hat sich verändert. The city was saved. Die Stadt wurde gerettet. This city also can be saved. Und auch diese Stadt, sie kann gerettet If we werden. put together all our efforts, it is possible. It is possible. It is possible. Wenn wir unsere Kräfte zusammen machen, ist es möglich. Ja, es ist möglich. Because sin cannot satisfy any man. Weil Sünde den Menschen nicht und nie befriedigen kann. No man can live in sin all the years. Kein Mensch kann das ganze Leben nur in Sünde leben. Sin definitely will kill them. Weil die Sünde sie auf jeden Fall töten wird. And they will lose every bit of their peace. Und sie werden den Frieden verlieren, jeden Stückchen Frieden verlieren. Augustine said in his book, Augustine hat in seinem Buch gesagt, and God has created a vacuum which God alone can fill. dass Gott bei den Menschen ein Vakuum geschaffen hat, das er nur alleine füllen kann. God has created a vacuum in the heart of everyone in the whole world. Gott hat ein Vakuum bei jedem Einzelnen in der Welt geschaffen. When he is in America or in Germany or India, God has already created a vacuum in every person. Und egal, ob er in Amerika, Deutschland, Indien ist, jeder Mensch hat dieses Vakuum. Gott hat das geschaffen. They want to fill it with their things. Und sie wollen das mit ihren Dingen füllen. That's why they are running here and there. Und deswegen laufen sie hierhin und dorthin. And some people go for drugs. Einige versuchen es mit Drogen. Some people go for perverted sexual immorality. Einige gehen in pervertierte Immoralität hinein. Some people look for other religion like yoga and all. Andere suchen das in der Religion, in Yoga oder was weiß Because ich. of the vacuum there. Weil da ein Vakuum ist im Menschen. If you understand that, Wenn ihr das verstanden you will habt, find a way to fill that vacuum with the love of great Jesus. dann werdet ihr einen Weg finden, dieses Vakuum mit der Liebe Jesus zu füllen. May the Lord give an urgency in our heart. Und möge der Herr eine Dringlichkeit in unser Herz We hineingeben. cannot wait until the day comes. Wir können nicht warten, bis der Tag kommt. It is now. Es muss jetzt It is sein. now. Jetzt muss es sein. If you really have the burden, Wenn ihr wirklich diese Last you will see a verspürt, breakthrough in these places. dann werdet ihr einen Durchbruch hier auf diesem Ort erleben. I want to tell you, God will give a breakthrough. Und Freunde, ich sage euch, Gott wird einen Durchbruch schenken. And it is time for us to work. Aber es ist jetzt Zeit, dass wir wirken.
I want to bring another 4 people. Und noch einmal 4 Menschen. Again 4 people. Wieder 4 Menschen. No name. Auch keinen Namen. Turn with me to book of Joshua, 3rd chapter. Josua, Kapitel 3. And there again you can see the Levites carrying the Ark of Covenant. The Levites. Die Leviten, die tragen diese Bundeslade. A big crowd was waiting to enter into the promised land. Und eine große Volksmenge, die wartet, um in das verheißene Land They hineinzugehen. were tired of wandering. Sie waren müde von der langen Zeit der Wanderschaft. They couldn't settle in the wilderness. Sie konnten sich doch nicht in der Wüste zu Hause bauen. Now they are waiting on the bank of Jordan. Und jetzt sind sie am Ufer von Jordan. Jordan was flooding like anything. Und Jordan ging über die Ufer, das war überflutet. And God wanted to show us something. Und Gott wollte uns etwas zeigen. God told Joshua, Und Gott sagte zu Josua, ask the 4 priests to carry the Ark of Covenant. sage den 4 Priestern, dass sie diese Bundeslade tragen sollten. As their feet touches the water, Und wenn ihr Fuß dann das Wasser berührt, it will give the way. wird es eine Öffnung geben. If I were there among the 4, Wenn ich einer dieser 4 gewesen wäre, I would tell Joshua, Moses didn't do like this. ich würde Josua sagen, Josua, Moses hat das nicht so gemacht. He raised the rod and departed, then they walked. Er hat seinen Stab hochgenommen und da kam die Trennung, da wurde das Wasser What getrennt. kind of leader you are? Was für ein Leiter bist du denn eigentlich? Asking us to go into waters with the Ark of Covenant. Wir müssen ins Wasser gehen mit dieser Bundeslade. We will stumble. Ja, vielleicht fallen We will wir. fall down. Wir fallen, wir werden stürzen. This is a very, very strong, holy thing which we are carrying. Und wir tragen so eine heilige Sache hier auf unseren Schultern. They didn't say anything. Wir haben das nicht gesagt. They believed and they obeyed. Sie glaubten und sie waren gehorsam. If you read the last verse, Und wenn ihr den letzten Vers my Bible liest, says, da sagt meine they Bibel, stood there until everyone crossed Jordan. dass sie dort standen, bis alle den Jordan überquert hatten. One Bible scholar said, Und ein Gelehrter, ein Bibellehrer hat gesagt, it took 14 hours for them to stand with the Ark of Covenant. sie brauchten 14 Stunden. 14 Stunden lang standen sie dort mit der Bundeslade. If I travel 3 hours in the car, my legs are swollen. Wenn ich 3 Stunden im Auto fahre, dann sind meine Füße angeschwollen. I look for somebody to massage my feet. Dann suche ich nach jemandem, der meine Füße massiert. And here 4 people are standing 14 hours. Und hier stehen 4 Leute, 14 Stunden lang. The physical suffering was involved. Und das hat Leiden, Schmerzen bestimmt herbeigebracht. More than that, Und noch mehr. if you read Deuteronomy 18:1, Und wenn ihr 5. Mose 18,1 liest, the priests are not having any inheritance on the other side. die Priester hatten dort haben dort nichts als Erbschaft bekommen. Others are going to have big houses. Die anderen würden große Häuser bekommen. Others are going to have vineyards. Die anderen würden ihre Weinberge bekommen. Others are going to have big things. Die anderen würden da große Sachen im Land erben. But the priests are not promised anything. Aber den Priestern wurde sowas nicht verheißen. Hey, why you are standing here? Warum stehst du denn eigentlich hier? Everybody going with blessing and going to inherit blessing, and you are standing there for them. Jeder, der geht hinein, geht da durch den Jordan und wird gesegnet werden, wird Segen empfangen. Und du stehst jetzt einfach da im Jordan. They will tell. Sie würden sagen, my portion is my Lord. mein Erbrecht ist mein Herr. My portion is my Lord. Mein Erbrecht ist mein Herr. I had a daughter. You had a daughter. Ich habe eine Tochter. Ich hatte eine Tochter. We took her from the dustbin. Wir haben sie aus dem Mülleimer geholt. She was so small. Sie war klein, ganz klein. Very cute. Ja, sehr, sehr niedlich. That time we had 3 thrown away children.
Wir hatten 3 Kinder, die auch schon verworfen waren. My wife didn't sleep for 21 days, Meine Frau hat schon 21 Tage nicht geschlafen, feeding one after another. hat ein Kind nach dem anderen gefüttert. And one day, immediately she said, Und eines Tages sagte sie, this girl we will adopt. auf einmal sagte sie, dieses Kind adoptieren I wir. said, no, 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 no. Und ich sagte, nein, 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 nein. We have already have. Wir haben schon so viele That Kinder. time we had 4 children. Wir hatten 4 Kinder damals schon. One more. Noch ein Kind, Too much for us. das ist doch viel zu viel für uns. But she said, Aber sie sagte, look at this girl. schau dir das Mädchen an. She wants to call you daddy. Sie möchte dich Papa nennen. I look at that girl. Und ich schaue mir das Mädchen an She make a big smile. und sie lächelt mir zu. I lifted her up. Ich habe sie aufgehoben She became my daughter. und sie ist meine Tochter geworden. And she was growing. Und als sie wuchs, She was a most intelligent girl. sie war so intelligent Very spiritual. und sehr geistlich. She used to prophesy. Und sie hat prophezeit. Whatever she prophesied, it came to pass. Und was immer sie prophezeit hatte, ist auch so gekommen. At the age of 7, Als sie 7 Jahre alt war, she had cancer. hat sie Krebs bekommen. Because the mother in her womb took a lot of medicine and that affected her bone. Die Mutter, als sie schwanger war, hat sehr viele Medikamente geschluckt und das hat das Kind beeinflusst. Her cancer was very severe. Und dieser Krebs war sehr schnell voranschreitend. And she was in the deathbed. Und sie war schon auf dem Totenbett. I was keeping her on my lap. Ich habe sie auf meinen Schoß gehalten. I was trying to make her comfortable. Ich habe es ihr versucht, so gemütlich wie möglich zu machen. Just 3 days before her death, 3 Tage vor ihrem Tod she called my wife. hat sie meine Frau gerufen. My wife had diabetes. Meine Frau war Diabetikerin. She used to develop pimples like boils. Sie hat überall so Beulen bekommen auf ihrem Körper She was suffering for 4 years very heavily. und hat schon 4 Jahre darunter gelitten. She called my wife Sie hat meine Frau gerufen and she said, und sagte, Mommy, Mami, the Lord asked me to tell you this. der Herr hat mir gezeigt, dass ich dir dieses sagen soll. You will not get any more. Du wirst keine Beulen mehr bekommen. That was the day she was totally healed. An dem Tag wurde sie geheilt. Until this day. Bis heute ist das so. Such a powerful girl. Ja, ein Mädchen, das so viel Kraft hatte. And I told her, Und ich sagte ihr, her name was Olive. sie hieß Olive. Olive, angels will visit you. Und ich sagte ihr, Olive, Engel werden dich besuchen. I was preparing her for heaven. Ich habe sie auf den Himmel vorbereitet. After 2 days, Nach 2 Tagen she said, Daddy, sagte sie zu mir, Papa, angels came. die Engel sind schon But gekommen. I didn't understand the language. Aber ich habe ihre Sprache nicht verstanden. But I asked them, Aber ich fragte sie, can you show the book? könnt ihr mir das Buch zeigen? Angels opened the book. Und die Engel haben das Buch geöffnet. My name is in the book of life. Mein Name ist im Buch des Lebens. I'm going there. Ich gehe dahin. I'm going there. Ich werde dahin gehen. But before she died, Aber bevor sie gestorben ist, she was getting into coma. ist sie ins Koma gefallen. And she wanted to call the friend. Und sie wollte einen Freundin rufen. Another Muslim girl was studying in the same class. Ein anderes muslimisches Mädchen studierte in der gleichen Klasse. She was a deserted girl. Das war ein Mädchen, das abgelehnt wurde. In the midnight, she said that girl's name, is Asma. Und sie hat um Mitternacht den Namen dieses Mädchen gerufen, Asma. She said, Asma. Und sie sagte, Asma. We woke her up. Wir haben sie geweckt, We brought her. haben sie zu ihr gebracht. She lost the speech. Sie konnte nicht weiter reden, She could only see the eyes. hat nur in die Augen geschaut. She died. Und dann ist sie gestorben. I asked after a week, Asma. Nach einer Woche fragte ich Asma, Asma, did you understand Olive? Asma, hast du Olive verstanden? She said yes. Sie sagte, ja. Asma was only 80 years old.
Asma ist 8 Jahre alt. She said, Und sie sagte, I must serve Tamil people. ich muss den tamilischen Menschen dienen. That's what she wanted to say. Das wollte sie mir sagen. 4 months back, Vor 4 Monaten Asma married a Tamil man. hat Asma einen Mann geheiratet, der auch Tamile ist. So strange, So komisch, so strange. so fremdartig. She was a prophetess. Aber sie war eine Prophetin. If you ask Asma, Und wenn ihr Asma fragt, Asma will tell, wird Asma euch sagen, do not live a life without saving souls. lebe kein Leben, ohne dass ihr Menschenleben rettet. That was a message my daughter gave when she was 7. Diese Botschaft hat meine Tochter gegeben, als sie 7 Jahre alt war. She used to tell her again and again, Sie hat immer wieder ihr gesagt, you cannot enter into heaven with the empty hand. ihr könnt nicht in den Himmel hineintreten mit leeren Händen. You cannot take gold and silver there, Ihr könnt kein Gold, kein Silber dorthin but mitnehmen. you can take souls. Aber ihr könnt Seelen mitnehmen. My daughter used to tell, Das hat meine Tochter ihr gesagt. hey, Asma, never dare to go to heaven with the empty hand. Und sie sagte, Asma, geh nicht zum Himmel mit leeren Händen. She was only 7. Sie war 7 Jahre alt. If that principle will be applied to me and to you, Wenn dieses Prinzip uns, dir oder mir so deutlich wird, will you exercise faith, obedience, physical suffering, willing to lose any blessing for the sake of a great multitude waiting on the other side? bist du bereit, alles hinzugeben, um den anderen, selbst den Segen hinzugeben, um den Menschen auf der anderen Seite zu retten? Tell the Lord, Sage dem Herrn, Lord, we join as a small team of people Herr, wir versammeln uns als ein kleines Team, connected by the word of God, die wir mit dem Wort Gottes verbunden sind carrying the burden for the dying millions. und die Last für die sterbenden Millionen auf unserem Herzen tragen. Together we will do something. Und zusammen machen wir etwas, To make a way damit ein Weg entstehen so that they can kann, enter into the blessings. sodass die anderen in den Segen hineintreten können. God looks for a small bunch of 4 people, unnamed. Und der Herr schaut auf 4 Leute, die keinen Namen genannt bekommen. The names of the priests are not written. Die Namen dieser Priester sind uns nicht verzeichnet The worden. names of the lepers are not written. Die Namen dieser Aussätzigen sind nicht uns The names of aufgeschrieben. those 4 people, those who bring that man to Jesus, is not written. Und die Namen von diesen 4, die diesen Lahmen zu Jesus brachten, sind uns auch nicht gegeben. Lord, we form a small, harmonious team. Herr, wir werden ein kleines Team bilden We will stand there until we make a breakthrough. und wir stehen, bis wir einen Durchbruch erreichen. Lord, we will stand together with one accord and one mind Herr, wir werden zusammenstehen mit einer Gesinnung, to see my people enter into the promised land. um zu sehen, dass meine Leute ins gelobte Land eintreten. From wandering to rest, Von der Wanderschaft in die Ruhe hinein. from curses to blessing, Von dem Fluch in den Segen hinein. from wounds to healing. Von den Wunden zu der Heilung hin. We join together. Und wir halten zusammen. We are not looking for any fame or name. Wir kümmern uns nicht über Berühmtheit oder dass unser Name irgendwie verzeichnet But wird. we want to see people entering into the life. Aber wir wollen sehen, dass Menschen zum Leben hineintreten. If a small bunch of people will be ready in this church, Und wenn eine kleine Schar von Menschen hier in dieser Gemeinde so bereit dazu wäre, the Lord can do great things. dann kann der Herr Großes tun. The Lord can do great things. Der Herr kann Großes tun. Shall you bow down? Lass uns beugen oder auch aufstehen. If the Lord is dealing with you, commit your lives. Wenn der Herr heute zu dir redet, dann gib ihm dein Leben, We are saved to save. damit du retten kannst. We are having rest to bring rest for others.
Wir haben Ruhe bekommen. Wir sind in die Ruhe angegangen, damit wir andere zur Ruhe God führen. wants to make you a blessing for the city, for this nation, and for the world. Der Herr möchte dich zum Segen für diese Stadt, für diese Nation, für die Welt machen. Shall I ask you to raise your voice and pray? Und ich bitte euch, eure Stimme zu erheben und zu beten. One or two people can raise your voice and pray, Vielleicht 1, 2 Leute, bittet einfach, so that this international church can be a tool in the hands of the Lord. sodass diese internationale Gemeinde ein Werkzeug in den Händen des Herrn sein kann. A small, sincere, committed team may bring forth glory unto the Dass Lord. ein kleines, hingegebenes Team die Herrlichkeit Gottes herbeiführt.